Hallo, freitags um 4. Und wir. Alright, welcome, we're back, alright. Heute mit einigen Produkten von Muffel, Schöberg Craig und irgendwas ist hier noch schief. ja. Winbags haben wir auch noch dabei. Die Kissen. Na dann. Once again, I'm Hans. Yeah, I'm Franz, and we are here to pump your arm. Wir haben euch heute unsere Winbag Montagekissen mitgebracht. Super vielseitig, kann ich zum Beispiel verwenden für Schwere Gegenstände, wie beispielsweise eine Waschmaschine, hochzuheben, um sie gerade auszurichten. oder wenn ich eine Tür wieder ins Scharnier hängen möchte, kann ich die damit auch schön aufbocken. Gibt es in 3 Größen, die kleine bis 70 Kilo Tragekraft, die mittlere bis 135 Kilogramm Tragekraft und die große bis 250 Kilogramm Tragekraft. Besonderheit bei der mittleren ist, dass ich sie mit diesen Eckkreuzen verbinden kann, somit eine flächige Auflage schaffen, um größere Schränke beispielsweise anzuheben. Ja, und wenn der Nachbar mal wieder bei Ihnen in der Einfahrt geparkt hat, dann können Sie damit auch mal schnell ein bisschen die Tür aufdehnen und das Auto dann dahin fahren, wo es nicht stehen soll. Jetzt mal Schluss hier mit diesem ganzen krummen Gepumpe. Jetzt kommen wir mal zu den wirklich geraden Sachen. Genau, gerade ist was. Stichsäge. Aha, Ja. richtig, gerade Sachen. Die P1 von Muffel, die Stichsäge, die wirklich gerade ausschneidet und mit dem richtigen Sägeblatt auch schienenführbar ist, was mit Stichsägen per se nicht funktioniert. Wir haben ein Gebläse im Prinzip, wo die Motorenabluft durch einen Kanal geführt wird und der Sägebereich immer freigeblasen wird. Man kennt es von Stichsägen, dass man im Prinzip immer diesen tut. Brauchen wir hier nicht, wird freigeblasen. Der Luftstrom wird geleitet, in Verbindung mit dem Staubsauger sowieso, aber auch ohne. Wir haben einen relativ schweren Tiefpunkt der Säge, weswegen wir hier sehr ergonomisch und ermüdungsarm arbeiten können. Und ganz speziell auch ein ganz Alleinstellungsmerkmal, das nur bei der Säge ist, logischerweise. Es ist die fehlende Rückenführung. Wir haben also keine Rolle hinterm Sägeblatt, in der das Sägeblatt geführt wird, was dazu führt, dass wir praktisch mit dem Sägeblatt die komplette Länge nutzen können. Also die Säge taucht praktisch bis kurz vor der Oberfläche ein. Und wir können dieses Sägeblatt, das ich vorhin nannte, das ist V-förmig im Profil, nutzen, was mit einer Säge mit Rückenführung nicht funktionieren würde. Super Gerät, oder? Super Gerät und aktuell auch noch zum Sonderpreis. Ja, die nächsten Artikel auf unserem Tisch sehen wir schon von der Firma Craig. Es geht um die Taschenlochbohrsysteme, die alle im Prinzip gleich funktionieren. Wir bohren durchs Längsholz ins Querholz, beziehungsweise wir bohren das Längsholz durchs Hirnholz, so, und schrauben ins Querholz. Die Stabilität der Verbindung ist so um ein Vielfaches höher, als würde man das klassisch umgekehrt tun. Marc, was hast du für ein kleines, süßes Craig-Chick vor dir? Tja, nachdem der Kollege euch jetzt erfolgreich alle verwirrt hat und alle Klarheiten ausgeräumt hat, haben wir jetzt hier das kleine 320er Craig-Chick, sehr kompakt. Ich kann es mir modular zusammenstellen, so wie ich es brauche für meine Anwendung. Ich kann es einfach mitnehmen auf die Baustelle. Meine Materialstärke stelle ich hier unten über die 2 Nasen ein, bin damit super flexibel. Kann ich aber auch komplett den Teil hier hinten wegbauen, um dann wirklich flächenbündig auch im Schrank an die Kante ranzukommen. Sehr kompakt und flexibel, aber ich sehe schon, du hast dir da ein bisschen was Größeres gegönnt wieder, ne? Klar. Also da gehen wir mal vom Komfort der Flexibilität zum Komfort der Stationärität und kommen zum 720er Craig-Chick. Das ist im Prinzip, wie schon gesagt, das Prinzip ist dasselbe. Nur hier haben wir nichts einzustellen. Hier stellen wir unser zu bohrendes Werkstück einfach hier rein und durch die Automax-Klemme wird das Material automatisch geklemmt, egal in welcher Stärke. Also bis zu 38 mm, aber die Spannung stellt sich praktisch selber ein. Hier sind meine 3 Bohrkerne und ich habe hier noch die Möglichkeit, das ganze Zubehör an der Maschine, am Gerät einzuklicken und habe dann immer alles beieinander, was ich dann brauche. Genau. 2 Auflagen haben wir auch noch und die eignen sich natürlich hervorragend. Preparing ship for metamorphosis, sir. Marc, Ja, was spielst du da? Supertramp? Do you know Goodbye Stranger, Supertramp? Hä, warum Supertramp? Wegen der Superclamp?
Super. Nein, Smart Clamp. Smart Clamp. Smart Clamp von Schöbergs. Aber hier auf der Hobelbank schon mal vorbereitet. Marc, ein Spaßvogel ist er. Tja, Mensch. Genau, also wir haben hier eine Vorderzange, die einer Vorderzange einer Hobelbank nachempfunden ist, über die auch ganz gut sehen kann, nehme ich an. Die wir jetzt aber auf eine normale Arbeitsfläche aufbringen können, also auf einen Tisch entweder mit Zwingen aufspannen können. Oder aber, und das ist die zweite Version, komme ich kurz vor. So, und in dieser Position haben wir jetzt die Möglichkeit, vorausgesetzt, wir haben eine 28 mm Arbeitsplatte, diesen Smart Clamper von unten zu montieren, sprich hier unter die Platte zu montieren und eine Vorderzange, die praktisch auf die Plattenkante spannt, zu verwenden. Können wir schrauben, dann ist das Ding praktisch dauerhaft fixiert. Ganz schön smarte Geschichte. Ganz schön smarte Geschichte. So, Marc, jetzt ist Zeit. Ja, für was? Zeit, uns eine Werkstatt anzuschauen auf Instagram. Instagram. Heute haben wir den Spikes Woodshed. Und da schauen wir uns mal ein paar Bilder an. Scheint sehr gut ausgestattet zu sein, was die Maschine betrifft. Ich sehe da sehr viel, ich möchte sagen, grün, dunkelblau. Ja, die Marke ist vermutlich bekannt. Ja. Was mir auffällt, auch bei Tauchsägen, ist, dass die seitliche Öffnung an der Schutzhaube, wo man praktisch den Sägeblattflansch aufdreht, dass der ständig zugeklebt wird. Oder es gibt, glaube ich, sogar schon Hersteller, die passend herstellen aus irgendeinem Gummi. Ja, klar. Es gibt Hersteller, die das anders machen, die die Haube geschlossen haben, aber darüber sprachen wir ja bereits. Haben wir, findet er vermutlich auch bei uns. Könnte sein. 1, 2, 3, 4 Wochen zurück. Naja, sei es drum. Was haben wir noch? Na da. Aha. Vorabscheider. Siehst du? Hast du einen Vorabscheider in der Werkstatt? Ja. Hast du ihn selber gebaut? Ja. Wie hast du ihn gebaut? Zinkeimer, Plexiglas, Trichter gebastelt. Und funktioniert? Viel Heißkleber. Okay, weil wenn man jetzt so genau arbeitet, braucht man auch viel Heißkleber. Tja, aber funktioniert, tut was es soll. Und jetzt mal diese Beutelwechselei, habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Funktioniert es wirklich so gut? Das ist geil. Okay, Ja. Dann eine klare Empfehlung von mir. Und von mir auch. Also. Von uns. Beiden. Gut, beiden. Ah, schau mal. Oha. Zinkenfräsen. So richtig schöne Doppelzinken. Zinkenfräsen, Zinkensägen. Ich habe ja mal Zinkensägen gelernt. Ja. Kennst du? Mit dem Japaner? Klar. Anreisen, Bleistift und so. Gut, ich habe halt eher eine Technik und so und sag, Shaper, mach mal hier Zinkung. Oh ja, auch eine Möglichkeit. Und dann machst du noch eine zweite Zinkung. Man sieht schon, muss ein bisschen aufpassen mit die feine Zwischenschicht quasi, dass das alles sauber verleimt ist. Ja, der Kleber Dann sollte glaub ich- trocken sein. Ach so. Gut, Ja, mein Fehler. dass es auch gut verleimt ist, denke ich. Das wäre schon wichtig. Ja. Nee, aber das sieht schon schick aus. Kann man schon schöne Sachen mitmachen. Ja. Aber schick, Ja. die Werkstatt auch recht schick aufgeräumt. Gutes Werkzeug. Nö, gefällt mir. Nee. Mal wieder eine Hat er? sehr gelungener Instagram-Auftritt. Und wenn ihr uns gerne auch, wenn ihr gerne hättet, dass wir uns eure Werkstatt auch mal anschauen, haben wir es wieder geschafft für heute. Mensch, puh. Wir sind jetzt auch durch. Ja. Genau. Und ja, Marc, möchtest du gerne noch was sagen? Ja. War schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lasst uns einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Freitag um 4 beim Sauter Shop. Auf Wiederhören.